Hallo Leute, dieses Video ist hauptsächlich für Männer gedacht, die ihrer Lebensgefährtin, Frau, Freundin, wie auch immer, ein leckeres Valentinstagsmenü zaubern möchten. Das heißt, alle Frauen entweder ausschalten oder aber am besten ihr setzt euren Freund oder Mann vor den Monitor und lasst ihn das Video gucken. Dann kann ihr euch was Leckeres am Valentinstag zaubern. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, da wir jetzt unter uns sind, erstmal Prost. Zuallererst die Einkaufsliste, da findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link. Da findet ihr sowohl die Einkaufsliste wie auch die Beschreibung, wie das Menü gekocht wird. Oder ihr guckt euch einfach nebenbei das Video an. So, dann fangen wir an. Und zwar beginnen wir mit den Kartoffeln. Ich habe jetzt hier Drillinge, das sind so kleine Kartoffelchen. Beim Einkauf darauf achten, dass die keine Triebe am Rand haben, denn sonst müssten wir die abholen. So reicht es, wenn wir die waschen. Und genau das gleiche machen wir auch mit dem Gemüse. Zuerst waschen. So, die Kartoffeln und das Gemüse ist gewaschen. Und für alle unter euch, die sagen, ich kann nicht kochen, das könnt ihr kochen, versprochen. Also, wir nehmen die Kartoffeln und halbieren die einmal der Länge nach. So, die Kartoffeln sind halbiert. Dann schalte ich mir auch gleich den Backofen ein. Und zwar, je nachdem, was ihr für einen Backofen habt, wenn ihr einen mit Umluft habt, dann auf 180 Grad. Und wenn ihr einen ohne Umluft habt, also nur Ober- und Unterhitze, dann auf 190 Grad. Dann braucht ihr ein bisschen mehr Hitze. So, also die Kartoffeln sind geschnitten. Dann geht es weiter mit dem Gemüse. Dann habe ich hier Staudensellerie. Den einfach in fingerbreite Stücke schneiden. Den Staudensellerie dann direkt mit zu den Kartoffeln. Dann habe ich hier noch Möhren. Die müssten wir noch schälen. Bei den Möhren darauf achten, dass sie nicht allzu dick sind. So etwa fingerdick reicht da vollkommen aus. Und sobald die geschält sind, schneiden wir einmal vorne und hinten ab. Und dann schneiden wir die auch in Stückchen. Einfach so ein bisschen schräg, nicht allzu dünn. So, solche Stückchen. Gut, die kommen dann auch mit in die Schüssel. Dann habe ich hier noch Spitzpaprika. Es muss nicht unbedingt Spitzpaprika sein, ihr könnt auch den normalen Paprika nehmen. Ich verlinke euch ein Video, wie der ganz einfach zu schneiden ist. Den Spitzpaprika einfach der Länge nach einmal halbieren. Und dann dieses Innere, das Weiße, rausschneiden oder rausziehen, je nachdem. Meistens geht es mit rausziehen ganz einfach und die Kernchen sollten raus. Wenn da noch ein paar drin sind, ist nicht so schlimm. Bei Chilis wäre es schlimmer, aber bei den Paprikas, da macht das nicht wirklich was aus. So. Und nachdem die Kernchen alle entfernt sind, schneiden wir die einfach auch in breite Streifen. Und die kommen dann auch mit in die Schüssel rein. Dann habe ich hier noch ein paar Kirschtomaten, die werde ich mir auch noch waschen. Dann die Kirschtomaten nehmen, das Grüne abmachen und dann einfach hier rein quetschen. Also einfach zerdrücken, müsst ihr auch gar nichts schneiden, einfach zerquetschen. Nachdem wir unser Gemüse jetzt komplett zerkleinert haben, also bis jetzt war es hoffentlich recht einfach, es sollte, glaube ich, zu schaffen sein. Salzen, nicht allzu viel, lieber ein bisschen weniger, wenn ihr euch nicht sicher seid. Dann etwas Pfeffer drüber. Dann habe ich hier noch Paprika und zwar edelsüßen Paprika. Der rosenscharfe Paprika, der ist mit Vorsicht zu genießen, der ist nämlich wirklich scharf. Und dann geben wir noch ein bisschen Thymian mit dazu. So. Und dann habe ich hier noch meinen Rosmarin. Da schneide ich mir einen schönen Zweig von ab. So.
Wenn ihr einen Fleischklopfer habt, mit einem Fleischklopfer einmal anständig einmal Blatt klopfen. Ja, und dann gehen die Zweige auch ganz einfach ab und die dann mit reinschmeißen. Müssen auch gar nicht gehackt werden. Einfach so mit dazu. So. Und jetzt kommt noch Sweet Chili Soße dazu. Ja, denn Chili, ihr wisst Bescheid, die kommt immer gut. So. Aber auch da gilt nicht allzu viel, denn zu viel macht dann auch keinen Spaß mehr. Und noch ein ordentlicher Schluck Olivenöl. Und das ist jetzt unser komplettes Gemüse. Das werden wir jetzt einmal kräftig durchmischen. So, einmal Hände gewaschen. Gut. Und dann geben wir das komplette Gemüse, ich habe mir extra Backpapier draufgelegt, das komplette Gemüse einfach hier drauf. So. Gut. Dann so ein klein wenig verteilen. Und dann habe ich hier noch eine Hähnchenbrust. Wenn ihr jetzt, wenn eure Frau, Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer, ein vegetarisches oder veganes Gericht möchte, dann seid ihr hier soweit fertig. Wenn ihr allerdings gerne Fleisch haben möchtet, dann teilt das einfach in 2 Auflaufformen. Eines lasst ihr so wie es ist und auf das andere legt ihr euer Fleisch drauf. So, hier habe ich jetzt die Hähnchenbrust. Die lege ich mir jetzt in meine Schüssel rein. Und dann nutze ich die restliche Marinade, die noch in der Schüssel ist, und ziehe da einfach meine Hähnchenbrust durch. So, andere auch noch. Gut. Nochmal Hände waschen. So, die Hähnchenbrust, die versenke ich mir jetzt so ein klein wenig hier auf dem Blech, das auf dem Backblech liegt, beziehungsweise mitten im Gemüse, denn dann kriegt alles richtig schön Geschmack ab. So. Sieht doch schon mal lecker aus. Und jetzt wandert das ganze Blech für 30 Minuten in den Backofen und dann gucken wir, wie weit es ist. Und während das Essen jetzt gerade im Backofen ist, können wir auch gleich die Küche aufräumen. Zum Wohl. Also das Hähnchen ist gleich fertig im Backofen. Wenn ihr keinen Mozzarella mögt oder es vegan haben wollt, also je nachdem, dann könnt ihr den Schritt jetzt überspringen. Ich mache immer noch gern so ein bisschen Mozzarella oben drüber. Das gibt dem Ganzen noch so eine schöne Cremigkeit. Den schneide ich mir einfach ein bisschen klein. Ja. Können den auch zerrupfen, das ist eigentlich egal. Und das Hähnchen ist gleich fertig und dann kommt nämlich der Mozzarella noch oben drauf. Und dann schiebe ich es noch für 2-3 Minuten im Backofen, dass der gerade verlaufen ist und dann ist es perfekt. So, dann holen wir es kurz raus. Vorsicht mit dem Dampf. Wow. So, schön vorsichtig. Ah, herrlich. So. Jetzt verteile ich mir den Mozzarella über dem Gemüse und den Kartoffeln. Gut. Und jetzt gerade noch für 2-3 Minuten in den Backofen, dass der noch schmelzen kann. Dann sind wir fertig. So, unser Mozzarella ist jetzt verlaufen. Er war jetzt 3 Minuten im Backofen. So. Jetzt holen wir das Ganze raus. Und sind auch schon so gut wie fertig. So, Backofen wieder aus. Jetzt hole ich mir noch die Hähnchenbrust runter. So. Denn die schneide ich mir gleich noch ein bisschen auf. Und dann sieht das Ganze noch ein bisschen freundlicher aus. Wie ihr seht, die ist wunderschön durch, aber innen drin noch richtig schön saftig. Also hervorragend. Das Gemüse mache ich mir jetzt noch ganz vorsichtig in eine Schüssel rein, dann kann ich es nämlich gleich leichter verteilen. Das ist allerdings ein bisschen tricky. Schön aufpassen, dass nichts daneben geht von der leckeren Soße. So. Gut. Und dann können wir das Ganze nämlich direkt auf den Tellern verteilen.
Oh, guckt euch das an. Haha. Herrlich. Der Kampf mit dem Mozzarella-Käse. Na. Das dann einfach schön auf dem Teller verteilen. Dann kommt die Hähnchenbrust noch oben drauf. So. Und schon ist das Valentinsgericht fertig. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ihr dann Spaß gefunden habt, dann könnt ihr euch gerne noch ein paar andere Videos von mir angucken. Vielleicht macht es euch in Zukunft ja öfter Spaß zu kochen. Wenn es ans Abspülen geht, gut, es ist nicht so viel, aber zu zweit geht es am schnellsten. Das heißt, wenn ihr Hilfe von eurer Partnerin kriegt, dann seid ihr ruckzuck fertig und der Abend kann weitergehen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Valentinstag. Viel Spaß! Und wenn ihr Freunde habt, die auch nicht wirklich so gerne kochen, aber an Valentinstag was Leckeres auf den Tisch zaubern möchten, dann verlinkt doch gerne dieses Video, dann kriegen die auch was Leckeres, beziehungsweise die Partnerin was Leckeres auf den Tisch. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Kochen!